Suppengemüsepulver ganz einfach selber machen, ohne Geschmacksverstärker und ohne Zusatzstoffe. Einfach Natur pur. Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute zeige ich euch, wie ich mein Gemüsesuppenpulver selber herstelle im Dörrautomat. Die genauen Mengenangaben könnt ihr wie immer unten in meiner Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Für das Gemüsesuppenpulver benötigen wir eine Menge an Gemüse. Als erstes schäle ich die Karotten, schneide sie in kleine Würfel. Anschließend kommt die Petersilienwurzel dran. Schälen und in kleine Würfel schneiden. Und Pastinaken, auch wieder schälen und in kleine Würfel schneiden. Von den Lauchzwiebeln schneide ich das Wurzelstück ab und dann werden sie in feine Ringe geschnitten. Die Lauchzwiebel gebe ich dann in ein Sieb und wasche sie gut durch. Den Lauch oder Porree genannt, schneide ich fächerartig auf. Zwischen den Blättern verbirgt sich noch so mancher Sand und Erde. Den Lauch waschen wir dann gut durch. Anschließend wird er auch in feine Ringe geschnitten. Vom Stangensellerie schneide ich das Wurzelstück ab. Das Wurzelstück schmeiße ich jedoch nicht weg. Alle Schalen und Abschnitte sammle ich in einer Schüssel und später koche ich noch eine leckere Gemüsebrühe daraus. Das Video habe ich euch schon gezeigt. Ich verlinke es euch. Den Stangensellerie nehmen wir dann auch einmal komplett auseinander, da verbirgt sich nämlich auch zwischen den Blättern viel Schmutz. Gut wieder abwaschen und anschließend schneiden wir ihn wieder in kleine Ringe. Die Zwiebel wird halbiert, von der Schale befreit und in kleine Würfel geschnitten. Und Sellerie. Den Sellerie halbiere ich verwende den halben. Die Wurzel schneide ich ab und bei Bedarf schäle ich ihn. Und dann in kleine Würfel schneiden. Die Abschnitte sammle ich natürlich wieder für die leckere Gemüsesuppe. Das komplette Gemüse, das ich schon geschnippelt habe, gebe ich alles in eine große Schüssel hinein. Und ein Stück Ingwer. Bio-Ingwer braucht ihr eigentlich nicht schälen, aber da ich ja vorhatte, alle Gemüseabschnitte zu verwenden und daraus eine leckere Brühe zu machen, habe ich ihn geschält. Der Ingwer kommt dann zum geschnittenen Gemüse dazu. Was darf nicht fehlen? Knoblauch. Den Knoblauch habe ich einfach nur klein geschnitten und gebe ihn dazu. Und ein ganzer Bund Petersilie. Die Petersilie habe ich vorher gut gewaschen, gut abtropfen lassen und jetzt schneide ich sie grob. Die Blätter samt den Stängeln. Und eine rote Paprika. Und eine grüne Paprika. Das komplette Gemüse habe ich jetzt geschnitten und menge es einmal durch. Das Gemüse müssen wir nun klein hacken, in ein dickeres Gemüsepüree. Ich nehme dazu so einen Multizerkleinerer. Ihr könnt das auch mit einem Standmixer machen oder mit einem Stabmixer oder mit einer Küchenmaschine. Ihr verwendet die Maschine, die ihr zu Hause habt. Das komplette Gemüse mache ich jetzt so klein. Es sollte dann so aussehen.
ganz kleine Würfelchen. Das klein gehackte Gemüse verteile ich jetzt auf die Dürrgitter. Schön gleichmäßig und nicht zu dick, sonst benötigt es zu viel Zeit zum Trocknen. Alle gefüllten Bleche geben wir dann in den Dörrautomaten. Das Gemüse lasse ich jetzt bei 50 Grad für ca. 10 Stunden trocknen. Die Angabe kann natürlich bei eurem Gerät schwanken. Schaut in eurer Gebrauchsanweisung nach oder im Rezeptbuch von eurem Gerät, wie lang Suppengemüse benötigt zum Trocknen. Damit das Suppengemüsepulver lang haltbar ist, müsst ihr darauf achten, dass es komplett durchgetrocknet ist, sonst kann es verderben und schimmeln. Und hier noch ein Tipp: Wenn ihr nicht genügend Dörrmatten habt, bastelt euch aus Backpapier eine Unterlage. So könnt ihr das Gemüse schön trocknen und es fällt nicht durch das Gitter durch. Das getrocknete Gemüse müssen wir dann nur noch fein mahlen. Ich mache das jetzt wieder hier mit meinem Multizerkleinerer. Das gemahlene Suppengemüsepulver füllen wir dann nur noch in ein sauberes Glas ab mit Schraubdeckel. Lagert es jetzt dunkel und trocken, so ist es für ca. 6 Monate haltbar. Das selbstgemachte Suppengemüsepulver kommt ganz ohne künstliche Zusatzstoffe aus, Geschmacksverstärker und Chemie. Es ist einfach nur Natur pur. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung. Und aus den Abschnitten und Schalen macht euch noch eine leckere Gemüsebrühe. Und wie ihr aus dem Gemüse eine Gemüsepaste zubereiten könnt und diese dann auch einfriert, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus.